Bogenschießen Step by Step. Heute geht es im Teil 2 darum, wie man den Bogen richtig hält. Wie hält man den Bogen richtig? Naja, im Prinzip ist das bedingt dadurch, was ich beim Schießen eigentlich möchte. Was möchte ich beim Schießen? Ich möchte eine stabile Struktur aufbauen aus einem stabilen Bogenarm vorne, einem guten Auszug mit flachen, also mit abgesenkten Schultern, einem immer wieder reproduzierbaren Anker und einem sauberen Lösen nach hinten. Und das Ganze beginnt tatsächlich mit der Art, richtig zu stehen. Dazu könnt ihr vielleicht nochmal Teil 1 anschauen. Im Prinzip muss man da probieren, wie man richtig steht, ja, was für einen sich gut anfühlt und richtig anfühlt, damit man das hinbekommt, was jetzt kommt, nämlich den Bogen richtig greifen bzw. richtig halten. Was wollen wir nicht? Wir wollen den Bogen nicht so festhalten wie ein Hammerstiel. Ja, warum nicht? Wenn ich den so festhalte, verdrehe ich den leicht. Und was wir auch sehen ist, der Ellbogen ist nicht ausgedreht, sondern eingedreht. Und dadurch werde ich hier instabil. Ja? Stabiler werde ich, wenn der Ellbogen etwas nach außen zeigt. Ja? Und um das zu unterstützen, muss man den Bogen richtig halten. Und das zeige ich jetzt. Der Fachbegriff für den Ort, an dem der Bogen in der Hand liegt, heißt Druckpunkt. Druckpunkt, also es geht nur darum, etwas zu drücken. Das heißt nicht Festhaltepunkt. Ne? Und dieser Druckpunkt, der ist ungefähr hier. Zwischen meiner Daumenwurzel und den Knochen der Finger ist eine weiche Stelle. Und da möchte ich den Griff des Bogens spüren. Und ich möchte, dass die Hand nicht so ist, weil dann geht das nämlich nicht. Ich möchte, dass die Hand in so einem Winkel ist. Und dann liegt der Bogen hier ganz entspannt an der richtigen Stelle. Wie spüren wir diese Stelle? Am einfachsten ist es, wir nehmen unseren Bogen und halten ihn mal so in die Luft ganz locker. Was wir dann nämlich machen ist, wir legen ihn genau dahin, wo er hingehört. Kann man das sehen? Ja? Wenn ich nur so mache und mich nicht anstrenge, dann liegt der Bogen genau da, wo er soll. Und es reicht völlig aus, wenn ich nachher mit 2 Fingern vorne so ein bisschen dagegen halte, damit er mir nicht runterrutscht. Wenn ich nachher ziehe, wird er sowieso in die Hand gedrückt. Und wenn ich nachher löse, wird es ein bisschen scheppern. Ja, es wird eine Vibration geben, der Bogen wird so ein bisschen nach vorne springen. Aber auch dann reicht es, wenn ich hier vorne die Finger ganz leicht am Bogen anliegen habe. Das war's schon mit Teil 2 in der Serie Bogenschießen für Einsteiger. Wir haben heute die richtige Haltung der Bogenhand besprochen. Denkt dran, der Körper, ja, das hängt alles zusammen. Nur wenn ich richtig stehe, kann ich nachher auch die Bogenhand richtig halten. Und ich kann auch nur dann die Schulter unten halten. Deswegen schaut euch auch nochmal das Video an aus Teil 1, wo ich gezeigt habe, welche Optionen es gibt, wie man richtig steht. Ja? Und der Stand, mein Stand, den ich umsetze, der muss dazu passen, dass ich nachher auch diese tiefe Schulter und diese abgewinkelte Bogenhand hinbekomme. Ne? Ansonsten würde ich sagen, war es das schon mit Teil 2. Ich hoffe, wir konnten die wichtigsten Fragen beantworten. Ansonsten könnt ihr weitere Fragen hier in die Kommentare schreiben oder uns über Facebook senden. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Bogenschießen für Einsteiger in Teil 3. Heute geht es um die vordere Hälfte. Ne? Also der Arm bis zur Schulter.